Kennst du das, wenn dir jemand die Energie abzieht oder wenn eine Situation dich systematisch aus der Ruhe bringt und deine Konzentration auf Dinge lenkt, die eigentlich gerade gar nicht in deinem Fokus liegen, also mit denen du eigentlich gerade gar nicht beschäftigt sein möchtest? Und es eröffnet ein Riesenthema und das ist natürlich irgendwie möglich, sich an solchen Begriffen wie Energievampirismus und Energieraub ähm, entlang zu schrauben und sich dann in diese Geschichten hineinzusteigern, in denen irgendjemand der Täter ist und jemand anders das Opfer und ja, man vielleicht auch irgendwelche Konstellationen darauf prüfen kann, ob sie vielleicht wirklich irgendwie so angelegt sind, dass das auch immer wieder passiert und dass das ähm, auf eine nervige, aber auch eben auch auf eine wirklich beschädigende Weise in den eigenen Lebensverlauf eingreift. Es kann sich also natürlich lohnen, dieses Feld zu betreten und da ja, das zu studieren und zu schauen, wann wie was passiert und womit das zu tun haben könnte und sich auch mit Theorien dazu zu befassen. Aber ähm, meine Erfahrung zeigt, dass so sehr es etwas eröffnet und so sehr es Möglichkeiten bereithält, etwas über sich selbst zu lernen und etwas über menschliches Miteinander natürlich auch zu lernen und sich vielleicht auch die ein oder anderen Sachen besser oder anders erklären zu können, die passieren und die, naja, ein bisschen subtiler sind als das, was wir direkt austauschen, also was unter unseren Worten oder unter unseren Höflichkeiten liegt. Das Problem ist nur, dass man sich in dieses Thema genauso hineinsteigern kann und genauso in mentale Grübeleien und in gedankliches Kreisen um irgendwelche möglichen, aber auch nicht unbedingt klaren Gegebenheiten dann aufzudecken und da ein bisschen Detektiv zu spielen. Und es kann auch in etwas münden, was ja wie so eine Sensationsgeilheit erzeugt. Also dass man fast schon auf diese Situation wartet, um sich vielleicht in einer von diesen Rollen wiederzufinden und sich damit auf eine Weise so stark zu identifizieren, dass es noch schwieriger ist, davon Abstand zu nehmen oder zu lernen, wie es zu diesen Raubzügen von Lebenskraft und von Orientierung nicht mehr kommen muss oder weniger kommen muss. Insofern glaube ich, wenn die Möglichkeit da ist, sich damit zu befassen, also wenn man die Zeit dafür aufbringen möchte und feststellt, irgendwie ist mir gerade sowas passiert, dann empfehle ich eine andere Zugangsweise. Nicht die mentale, also nicht sofort mit dem Verstand der Sache hinterherzusteigen und sich das, was man erinnert oder irgendwo hernehmen kann, auf eine Situation anzuwenden, sondern irgendeine Möglichkeit zu finden, sich mit dem ganzen Empfinden damit auseinanderzusetzen, wie man sich gerade fühlt oder auch gar nicht mehr fühlt. In dem Sinne, dass man nämlich dissoziiert ist und ähm, dass das Körpergefühl weg ist. Das heißt, extrem hilfreich ist eine handfeste Praxis, mit der man sich körperlich wieder zurückholt, also mit dem man das Nervensystem auf eine Weise stimuliert, dass es sich, also dass die Wahrnehmung auf etwas anderes gerichtet wird und sich dort zentriert, wo du als Mensch, als Individuum bist. Also sich wieder verorten. Und zwar körperlich, also mit dem Spüren. Und diesem Spüren kann natürlich dann auch die Wahrnehmung oder das Bewusstsein folgen. Vielleicht ist es auch mehr oder weniger dasselbe. Aber das ist ein Weg, von dem aus ähm, der, der Geist ein bisschen befreiter ist und ich würde sagen, dadurch auch präziser sein kann, weil er eben nicht voreingenommen ist durch die Geschichten, in denen man sich dann eben verlieren kann und noch mehr Kraft verlieren kann. Und es ist, so zeigt es sich mir auch immer wieder, ähm, es ist die Möglichkeit da, ganz andere Schichten nochmal zu erreichen, also nochmal andere Orte in sich selbst zu finden,
in denen Rezeptoren für das Material, also das emotionale, unverarbeitete Material anderer Menschen ist, oder eben auch Einfallstore für irgendwelche Dinge oder Freigiebigkeiten, also irgendwelche inneren Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir Kraft, also dass ein Mensch, der gerade Kraft zur Verfügung hat, diese irgendwie unbewusst abgibt, weil er sie vielleicht nicht aushalten kann oder weil da irgendetwas sitzt, was das nicht erlaubt, die Dinge auch mal bei sich zu behalten. Das ist also eine Zugangsweise, die nicht von der Geschichte ausgeht, also nicht von den Gedanken ausgeht, sondern sich mit der Wut, die damit einhergehen kann, dass mir da irgendwie gerade jemand die Energie geklaut hat und damit jetzt irgendwie von dannen geht und das für sich selbst nutzt, mit diesem Ärger darüber, nicht in die eigenen Fallen zu tappen, sondern sich davon abzustoßen, sich von der ganzen Situation vielleicht auch erstmal abzustoßen und es zu nutzen, um diese Differenz zu studieren. Also erstmal die gebotene Distanz zwischen den eigentlich ja auch voneinander abgegrenzten Individuen wieder zu erinnern und gleichzeitig diesen Unterschied wirklich spüren zu wollen. Also wie fühlt sich das an, wenn mich da gerade jemand aus meinem Fokus geschmissen hat? Und wie fühlt sich das an, wenn ich ihn mir wieder zurückhole? Auf einer nicht gedanklichen Ebene, sondern auf einer wirklich umfassend spürenden Ebene zu lernen und auch das abzuspeichern, wie man dann denkt, wenn man wieder bei sich ist, also wenn das Bewusstsein wieder zurückgekehrt ist und wie man sich fühlt, wenn man außer sich geraten ist, also wenn man sich hat wegnehmen lassen im Grunde. Oder wenn man damit konfrontiert ist, eben irgendwie die ganze Zeit in dem Kram der anderen herumzurühren. Oder auch irgendwie sich instrumentalisiert fühlt als seelischer Mülleimer. Da gibt es ja unheimlich viel Vokabular und viele Begriffe, die natürlich spannende Bilder sind und die auch viel bereithalten und die auch manchmal sehr plastisch sind und auch manchmal sehr präzise. Aber sie können ebenso ein Ablenkungsmanöver sein von dem Vorgang, der wirklich gerade da ist und von dem, was wir brauchen, um entweder Löcher zu flicken, die wirklich da sind, oder um tiefer in sich vorzudringen, um herauszufinden, was ist da in mir, was das erlaubt, um den Ärger zu verarbeiten, dass das gerade passiert ist oder systematisch passiert, um möglicherweise Trauer darüber zu verarbeiten, dass einem das über einen sehr langen Zeitraum unrechtmäßig dauerhaft und systematisch passiert ist. Also es kann alles Mögliche sich da öffnen, wenn man dem auf die Spur kommt, wo da gerade irgendwas eingerissen ist, wo da eine Grenze des Selbst nicht ganz intakt ist und was dafür auch manchmal Erinnerungsfetzen und Figuren sitzen können, die sehr herausfordernd sein können. Was wir dafür brauchen, ist Kraft und Bewusstheit. Und insofern lohnt es sich, da auch das Bewusstsein und die Kraft hinzulenken. Und häufig ist es eben nicht nur hinter der Stirn, sondern irgendwo anders in unserem Erinnerungssystem. Das ist nicht nur unser Gehirn, sondern das ist das ganze Nervensystem im Grunde und vielleicht auch Dinge darüber hinaus. Aber zentral ist für den Punkt, den ich meine, es lohnt sich wirklich nicht, den mentalen Weg zu gehen, sondern erstmal den Weg zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber ich versinke bis hin an die Stelle, wo so ein Knoten, also wo da etwas geschehen ist. Sich darauf zu konzentrieren und irgendwelche Wege zu finden, diese Sprachen jenseits der verbalen Sprache kennenzulernen und damit
ja, vielleicht Löcher flicken zu können oder Webfehler ausmachen zu können, Dinge zurückzuholen oder auch Dinge wieder rauszuschmeißen, die nicht in einen hineingehören. Das kann unheimlich viel bringen, weil es, glaube ich, auch ein bisschen nachhaltiger ist, als sich immer in diesen Geschichten zu verlieren und in den Erklärungsmöglichkeiten, weil an der Sensorik sich dann wirklich dadurch etwas verschieben kann und du auf ganz tiefen Ebenen lernst, anders Übergriffe im Grunde zu kontern. Also Übergriffe auf diesen feinen Ebenen, die eben nicht so konkret und nicht so direkt sind und manchmal eben auch gar nicht verbal. Das ist also ein Weg, der funktionieren kann und der auch tatsächlich, so kenne ich es, viel schneller gute Ergebnisse bringt und eine Veränderung und den Fokus wieder zurückholt und auch lehrt auszuhalten, dass der Fokus auch bei einem mal bleiben darf und sich nicht sofort wieder in anderem oder anderen verlieren muss.